Leben wir gar nicht mehr in einem klassischen Kapitalismus? Leben wir in einem Kreditismus? Sparen baut heute gar kein richtiges Kapital mehr auf. Es wird durch Inflation systematisch entwertet. Die meisten Assets wie Aktien, Immobilien und Gold schaffen gerade mal so viel Rendite, dass sie die Inflation ausgleicht. Mehr nicht. Wenn etwas deutlich besser performt als Inflation plus Zinsen, dann liegt fast immer echte Innovation dahinter. Technologieaktien, Nasdaq oder zum Beispiel auch Bitcoin. Das ist kein Zufall. Und genau das verändert, wie wir unser Geld heute aufbauen müssen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, dein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung mit unterhaltsamem Roguelike Gameplay im Hintergrund. Im heutigen Video sehen wir das Spiel Cult of the Lamp, ein Spiel, in dem wir unseren Kult im Land der falschen Götter immer weiter aufbauen, um gegen Bischöfe und andere Kulte anzutreten. Ein Mix aus Basenbau, Untertanenmanagement und Kampfabschnitten, der sehr in seinen Bann ziehen kann. Wie im Spiel möchte ich dich durch meine Erfahrung auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit dieses Video mehr Leuten empfohlen werden kann. Das heutige Thema wird sein Kreditismus statt Kapitalismus. Warum Sparen entwertet wird und nur Innovation gewinnt. Ein wichtiger Disclaimer zum Anfang. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Wenn du größere finanzielle Entscheidungen treffen willst, hol dir bitte einen unabhängigen Finanz- und Steuerberater. Okay, los geht's. Wir haben keinen Kapitalismus mehr, sondern Kreditismus. Das klingt erstmal sehr provokant, ist aber bei genauer Betrachtung gar nicht mehr. Es ist einer der wichtigsten Denkanstöße, den ich in den letzten Jahren hatte. Und er hat meine ganze Herangehensweise ans Geld komplett umgekrempelt. Ich erkläre es dir jetzt Schritt für Schritt, so wie ich es mir selbst klar gemacht habe. Zunächst erstmal, was ist klassischer Kapitalismus? Man arbeitet, spart einen Teil seines Geldes, legt es in produktive Dinge, zum Beispiel Fabriken, Maschinen, Land, Unternehmen. Und dieses Kapital arbeitet dann für einen und wirft Rendite ab. Geld war knapp, entweder selbst knapp oder durch Gold oder Silber gedeckt und konnte nicht einfach aus dem Nichts erschaffen werden. Hierzu habe ich schon ein komplettes Video gemacht, welches du dir gerne noch einmal anschauen kannst. Das hat zu Disziplin gezwungen. Wer mehr ausgeben wollte, musste erst einmal einnehmen oder sparen. Seit den 1970er Jahren, also das Ende des Goldstandards 1971, hat das nun grundlegend geändert. Heute lebt die Wirtschaft fast ausschließlich von Kreditwachstum. Neues Geld entsteht fast nur, wenn jemand Schulden macht, vor allem durch Bankkredite. Wenn du zum Beispiel 300.000 Euro Kredit für eine Wohnung nimmst, entstehen diese 300.000 Euro neu im System. Das ist die Giralgeldschöpfung. Und das macht 90 bis 95% der gesamten Geldmenge aus. Die Wirtschaft wächst also nicht primär durch das echte Sparen und Investieren, sondern durch Kreditexpansion. Und das genau ist der Kreditismus. Wachstum wird erzwungen, indem immer mehr Schulden aufgenommen werden. Staaten, Unternehmen, Privatleute, alle werden quasi dazu gebracht, Schulden zu machen, weil sie sonst die Wirtschaft stagniert. Die wird vom Staat benötigt und also dieses Wachstum wird benötigt und durch die richtigen Anreize vom Individuum und Firmen erzwungen, indem wir nur neue und größere Schulden einen Vorteil gegenüber anderen haben. Auch das Individuum kann nichts auf ein Haus sparen, weil diese Preise jedes Jahr sich weiter entfernen. Und jetzt der Knackpunkt für uns Sparer. Weil ständig neues Geld reingepumpt wird, verliert das bestehende Geld an Kaufkraft. Es ist die klassische Inflation. Dein Sparkonto, dein Bargeld, dein Festgeld. Das alles wird systematisch entwertet. Du baust also kein echtes Kapital mehr auf, wenn du sparst. Du verlierst jedes Jahr real Kaufkraft. Deshalb performen die meisten klassischen Assets wie breit gestreute Aktienindizes, Immobilien, Gold und Anleihen langfristig ungefähr auf Inflationsniveau plus ein bisschen extra. Zum Beispiel der S&P 500
Real nach Inflation ca. 6 bis 7% pro Jahr. Im Schnitt seit Jahrzehnten. Gold ca. 1 bis 3% real. Immobilien in guten Lagen 3 bis 5% real. Gut, das ist nicht schlecht, aber es ist meistens nur Inflationsausgleich plus ein bisschen. Kein echter Vermögenssprung. Und dann gibt es einige Ausreißer nach oben. Zum Beispiel der Nasdaq seit 2009. Plus 1200% real nach Inflation. Zum Beispiel Tech-Giganten, Apple, Nvidia, Tesla, Amazon. Und Bitcoin. Von 2011 bis heute mehrere 1000% real. Manche andere Kryptoprojekte, zum Beispiel Ethereum, Solana in guten Phasen, die können aber auch extrem nach hinten losgehen. Da muss man sehr doll aufpassen. Und warum performen die so krass besser? Weil da meist echte Innovation dahinter steckt. Die Ausnahme bilden hier die Altcoins, die meist nur durch Spekulation auf immer neue Höchststände gelangen. Meist aber auch nicht mal das. Alle anderen haben zum Beispiel neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, neue Netzwerkeffekte, exponentielles Wachstum. Und das ist keine Inflationstreiberei, das ist echter Mehrwert, den die Gesellschaft noch nie vorher hatte. Innovation schafft neuen Reichtum. Kreditismus verteilt nur bestehenden Reichtum um, meist vom Sparer zum Schuldner und zu denen, die zuerst auf dieses neue Geld kommen. Meine eigene Entwicklung war ja ein echter Gamechanger. Bis 2021 habe ich klassisch gedacht. Sparbuch, ETF auf MSCI World, vielleicht noch eine Immobilie, das reicht. Dann habe ich gemerkt, bei 2 bis 3% realer Rendite und 30 bis 40 Jahren Ansparphase komme ich zwar irgendwann ins Plus, aber es fühlt sich nicht wirklich nach Freiheit an. 2022-2023 habe ich angefangen, mich intensiv mit Technologie und Bitcoin zu beschäftigen. Seitdem hat sich meine Allokation stark verändert. Zunächst hatte ich breit gestreute Qualitätsaktien, Tech-Schwerpunkt, also die Nasdaq-ETFs, und dann Tests zum Beispiel mit physischem Gold als Crash-Schutz. Heute besitze ich hauptsächlich Bitcoin mit Cash-Reserve für Unvorhergesehenes. Das hat mir in den letzten Jahren deutlich besser performt als ein reiner MSCI World. Und das nicht, weil ich ein Genie bin, sondern weil ich bewusst auf Innovationsthemen gesetzt habe. Der aktuelle Bärenmarkt ändert daran auch nichts. Klar sind wir sehr stark nach unten gegangen, aber über die letzten Jahre ist trotzdem noch genug Plus vorhanden. Und hier möchte ich einen kurzen Roguelike-Vergleich anbringen. Kreditismus ist zum Beispiel wie ein Run, in dem der Dungeon ständig neue Debuffs, also zum Beispiel die Inflation, auf deinen Charakter wirft. Die meisten Items, hier die klassischen Assets, halten dich nur am Leben. Sie boosten dich aber nicht wirklich. Aber wenn du das richtig rare Innovations-Item findest, hier Tech und Bitcoin, dann explodierst du plötzlich und gehst über die normalen Level hinaus. Zum Schluss möchte ich nur ein paar praktische Tipps mitgeben, die mir sehr geholfen haben. Berechne immer die reale Rendite, was heißt die nominale Rendite minus echte Inflation und auch nicht die offizielle 2% Inflation. Zweitens, reduziere Cashbestände auf das absolute Minimum, zum Beispiel eine Notfallreserve von 2 bis 12 Monaten, je nach Risikoaversion. Drittens, setze bewusst auf Innovation. Mindestens 20 bis 40% deines Portfolios sollte in Tech, Wachstumsaktien oder Bitcoin liegen. Viertens, nutze Kreditismus zu deinem Vorteil. Günstige, langfristige Schulden für produktive Assets nehmen, zum Beispiel Immobilienkredit bei 2 bis 3% Zinsen, können sich sehr lohnen. Und fünftens, tracke deine Entwicklung monatlich. Und das auch nicht nur deine Eurobeträge, sondern die reale Kaufkraft. Kurz gesagt, wir leben heute im Kreditismus. Und wer das erkennt, hört auf, gegen das System zu kämpfen und fängt an, es für sich zu nutzen, indem er Innovationen sucht, statt nur sicher zu parken. Was denkst du dazu? Siehst du das ähnlich oder denkst du, dass klassische Sparen und breite ETFs immer noch die beste Strategie sind? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann.
Wir haben nun schon relativ viele verschiedene Spiele gesehen. Welches gefällt dir hier am besten? Soll ich immer mal wieder wechseln oder mal eine Reihe von gleichen Spielen machen? Sollte ich auch mal ein ganz anderes Genre von Spiel einschieben, um die Variation aufrechtzuerhalten? Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.